Das German Palace Hotel war ein Vier-Sterne-Hotel auf Malta, das 1982 an der südlichen Spitze der Fischereibucht von Marsaskala eröffnet wurde. Die Errichtung des Hotels wurde von dem libyschen Staatsunternehmen Lafico finanziert und geleitet. Anschließend wurde die Corinthia Group mit dem Betrieb des Hotels betraut und zahlte die Pachtgebühren an Lafico. Die maltesische Regierung, die zu der Zeit gute Kontakte zu Libyen pflegte, hatte das Land an der Bucht von Marsaskala durch einen parlamentarischen Akt gezielt für den Bau dieses Hotels und für das Wirtschaftswachstum im Süden Maltas zur Verfügung gestellt. So ließ sich auch der damalige Herrscher Libyens, Gaddafi, in diesem Hotel seine persönliche Präsidentensuite errichten. Mit 345 Zimmern war es das größte Hotel im Süden Maltas und die Eröffnung trug dazu bei, Marsaskala von einem traditionellen Fischerdorf in einen kleinen Ferienort zu verwandeln. Aufgrund der abgelegenen Lage und des fehlenden Sandstrandes konnte das Hotel jedoch die Erwartungen der wohlhabenden Klientel nicht auf Dauer befriedigen. So verkam das German Palace Hotel über die Jahre mehr und mehr zu einer billigen Absteige für Studenten und Familien. Die Zahlen blieben jedoch weiterhin schlecht, sodass die Betreiber sich gezwungen sahen, das Hotel im März 2007 zu schließen. Das ehemalige German Palace Hotel wurde im Juli 2008 an Jeffrey und Peter Montebello von Jeffpet Limited für 18,6 Millionen Euro verkauft. Seit 2009 gab es verschiedene Umgestaltungspläne der Anlage, diese entweder zu einem luxuriösen Bürokomplex oder einem noch luxuriöseren 5-Sterne-Hotel-Resort mit einem privaten Yachthafen auszubauen. Keiner dieser Pläne wurde jedoch bis heute umgesetzt. Das Innenleben vom Hotel wurde inzwischen komplett ausgeplündert und das Gelände immer wieder als illegale Mülldeponie missbraucht. Im Dezember 2015 gab es Gerüchte, dass libysche Schlepperbanden das Gelände als Absetzpunkt für syrische Flüchtlinge nutzten. Zahlreiche Beschwerden aus der Nachbarschaft über den schlechten Ruf dieses Ortes bewegten die maltesische Planungsbehörde im Jahre 2016 dazu, Pläne für eine Neuentwicklung aufzustellen. Auf Ersuch des Gemeinderates von Marsaskala und einem Vollstreckungsbescheid der Planungsbehörde wurden die Eigentümer des ehemaligen Hotels dazu aufgefordert, das Gebäude abzureißen. Dieser Abriss kam jedoch nicht zustande, da am selben Tag der Aufforderung das Gebäude aus unbekannten Gründen in Brand geriet. Der Gebäudekomplex befindet sich seitdem in einem stark heruntergekommenen Zustand, mit einsturzgefährdeten oder bereits eingestürzten Teilen. Ende 2018 wurde ein weiterer ausführlicher Bericht über die Möglichkeiten der Weiterentwicklung dieses Ortes veröffentlicht. Doch zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen im Oktober 2019 schien vor Ort noch nichts passiert zu sein.